Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Ihr habt euch gewünscht, dass wir auch mal mit heimischen Gemüsesorten kochen. Deswegen gibt es heute ein einfaches Blumenkohl-Kartoffelcurry. Ihr kennt das Rezept wahrscheinlich unter seinem nordindischen Namen aus Restaurants, nämlich Aloo Gobi. Bei uns im Osten wiederum heißt es Phool Gobi Torkari und das übersetzt sich interessanterweise wirklich wortwörtlich zu Blumenkohl-Curry. Phool ist Blume auf Bengali und Gobi ist Kohl. Torkari ist quasi unsere Variante des Currys. Wie in Deutschland auch gibt es in Indien natürlich sehr viele regionale Unterschiede in der Zubereitung von Gerichten. Bei uns in Bengalen sind die Gemüsecurrys meistens eher etwas lieblicher, leicht süßlich und eher mild von der Würzung. In Nordindien verwendet man wiederum etwas stärkere Gewürze und häufig auch Knoblauch und Zwiebeln. Wir kochen heute aber zusammen die bengalische Variante. Hier seht ihr unseren Blumenkohl. Der hat auch schon das typische Kohlaroma. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum wir diese jungen grünen Blätter aufgehoben haben. Die kann man gut weiterverarbeiten und wir haben dazu natürlich auch schon ein Rezept, nämlich unser Pach Mishali Torkari, das wir euch hier verlinkt haben. Hier schaut mal. Das ist die perfekte Größe, die ist schön mundgerecht. Wenn ihr größere Röschen habt, wie die hier zum Beispiel, dann müsst ihr die einfach noch ein bisschen kleiner schneiden oder halt hier so in mundgerechte Stücke brechen. Wichtig ist nur, dass die Röschen alle ungefähr gleich groß sind, damit sie auch gleichzeitig gar werden. Hier haben wir eine Schüssel mit kaltem Wasser. Da werden wir jetzt unsere Kartoffeln reinlegen. Das hat zwei Gründe. Zum einen wollen wir, dass die Stärke auswäscht. Dadurch lassen die sich später besser anbraten und kleben nicht so. Und zum anderen haben wir jetzt noch ein bisschen was anderes zu tun. Und damit die nicht anfangen zu oxidieren, lassen wir sie hier im Wasser liegen. Das Entscheidende bei einem guten Phool Gobi Torkari ist, dass man den Blumenkohl vorher separat in Öl anbrät und erst am Ende wieder zum Curry gibt. So wird er schön aromatisch und das Gericht bekommt eine bessere Textur. Wenn man Kartoffeln und Blumenkohl zusammen anbrät, hat man das Problem, dass der Blumenkohl schneller gar ist und am Ende zu weich und verkocht wird. Wir arbeiten hier mit festkochenden Kartoffeln, die ebenfalls kurz sauteert werden. Das Schöne bei Kartoffeln ist ja, dass sie auch ihre Form und ihren Geschmack behalten, wenn man sie etwas länger kocht als notwendig. Für die Soßenbasis haben wir eine frische Tomate genommen. Wenn ihr sie enthäutet, ist es sogar noch besser. Tomatenmark hilft den Geschmack zu intensivieren. Wenn ihr gleich mit gehackten Tomaten aus der Dose arbeitet, braucht ihr kein Tomatenmark mehr. Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass Tomate zwar in vielen indischen Gerichten vorkommt, aber nie den Geschmack dominiert. Ganz im Gegenteil zu Chicken Tikka Masala, ein Gericht, das für den britischen Gaumen entwickelt wurde. In die bengalische Variante unseres Blumenkohl-Currys kommt auch ein bisschen Kokosmilch, Wasser und Zucker, was das Gericht soßiger macht und ihm seinen milden Charakter verleiht.
Wir sagen das in fast jedem Video, aber ein gutes Zeichen für ein authentisches Curry ist, wenn das Öl hervortritt, wie man hier schön sehen kann. Erst dann bekommt er den vollen Geschmack der Gewürze und kann wieder Wasser hinzufügen. Unser Blumenkohl ist jetzt zu 90% durch. Jetzt können wir die Hitze ausmachen. So. Was ein Duft. Und unsere Erbsen dazu machen. Ein wenig Garam Masala. Und, wie gesagt, bei indischen Torkaris, die sind etwas süßer, noch etwas Zucker zum Abschmecken. Jetzt kommt der Deckel drauf und nochmal 5 Minuten in der Resthitze ziehen lassen. Unser Fulgopi Torkari ist jetzt fertig und ich probiere mal ein kleines Röschen. Sehr, sehr lecker geworden. Wie gesagt, das hier ist die bengalische Variante. Die ist ein bisschen süßlicher, ein bisschen milder im Geschmack. Wenn ihr Lust auf eine Variation habt, dann macht doch in die Soßengrundlage ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Zwiebeln, lasst die Kokosmilch weg und nehmt ein paar andere Gewürze und schon habt ihr eine ganz andere Variation. So einfach lässt sich indische Küche nämlich abwandeln. Oh, und wenn ihr noch Lust auf mehr Inspiration habt, dann folgt uns doch auch auf Instagram, weil da seht ihr regelmäßig, was bei uns ganz frisch auf dem Tisch landet und was gerade in unserer Experimentierküche vor sich geht. Also, ich esse hier noch ein bisschen weiter und wir sehen uns beim nächsten Video oder auf Instagram. Macht's gut, ciao!